Seid gegrüßt, liebe Zuschauer, zu unserem heutigen Video. Heute habe ich euch wieder einige schöne Fragen zusammengetragen, mit denen ich euch einige Wörter hier erklären möchte, die wir in der deutschen Sprache des Öfteren schon verwenden und von denen viele Leute, ich möchte gar nicht sagen nur die Lernende, nicht verstehen, was eigentlich deren Bedeutung ist. Schauen wir uns das Ganze an. Ich stelle euch wiederum Fragen und ihr habt danach etwas Zeit, euch die Lösung laut vorzusagen und dann im Nachgang präsentiere ich euch die Lösung, erkläre euch gerne das Wort und ihr könnt dann gleich vergleichen, ob ihr genau das Gleiche als Lösung hier ausgewählt habt. Fangen wir an. Los geht's! Unsere erste Frage, die ich habe, betrifft das Wort oft. Und ich frage euch einfach mal mit der ersten Frage, was bedeutet das Wort oft in der deutschen Sprache? 4 Antwortmöglichkeiten habe ich euch hier geschaffen. Eine davon ist bitte nur richtig. Die anderen funktionieren so nicht und sagen den Sinn des Wortes oft nicht aus. Antwort A ist: Etwas geschieht immer nur an einem bestimmten Tag um dieselbe Uhrzeit. Das wäre Antwort A. Dann die Antwort B: Etwas geschieht gar nicht oder nur äußerst selten. Oder die Antwort C: Etwas geschieht häufig, regelmäßig oder sehr häufig. Und dann haben wir noch die Antwort D, die ebenfalls sein könnte. Etwas geschieht nur einmal im Jahr und dann in Folge jeden Monat. Welche Antwort, ihr Lieben, ist richtig? Und sagt euch, wenn ihr denn Bescheid wisst, welche Antwort es denn sein könnte oder die ihr für richtig befindet, sagt euch diese laut vor und dann vergleichen wir die gleich und so wissen wir ganz genau, was ihr bereits wisst und woran wir noch arbeiten sollten. Ihr Lieben, 10 Sekunden bekommt ihr von mir. Eine Antwort ist nur richtig. Es geht nur um das kleine, kurze Wort oft. Und? Na? Habt ihr es erkannt? Welches ist die richtige Antwort? A, B, C oder D, ihr Lieben? Und? Na? Die Antwort C ist hier richtig. Aber natürlich, habt ihr auch gewählt? Dann ist es richtig. Etwas geschieht häufig und das Ganze geschieht regelmäßig und sehr häufig. Man möchte bald sagen, dass das Synonym für das Wort oft hier direkt gleich in der Antwort als häufig eingesetzt wird. Und ja, so ist es. Häufig ist im Prinzip ein Synonym, welches man verwenden kann anstatt das Wort oft. Und dieses kleine Adverb, das kleine Verbadverb, das kleine Wortabverb in der deutschen Sprache gibt an, dass etwas in kurzen Zeitabständen, wie es hier auch geschrieben steht, ihr könnt es hier lesen, oder in großer Zahl wiederkehrt. Exakt genau richtig, ihr Lieben. Habt ihr es gewusst? War es richtig? Na? Kommen wir zur nächsten Frage oder Aussage. Und wir schauen uns das Ganze an. 4 Auswahlmöglichkeiten. Ein Satz, wo ein Wort fehlt. Und unser Satz lautet: Wir haben den Bus noch erwischt. Und hier könnte reinpassen: Wir haben den Bus eigentlich noch erwischt. Oder die Antwort B: Wir haben den Bus überhaupt noch erwischt. Ist das richtig? Oder die Antwort C: Wir haben den Bus leider noch erwischt. Oder ist es die Antwort D: Wir haben den Bus fast noch erwischt. Könnte das richtig sein, ihr Lieben? Ich gebe euch sehr gerne wiederum 10 Sekunden Zeit, damit ihr hier überlegen könnt, was sinngemäß das beste Wort der Auswahl wäre. Ich bin gespannt, sagt es euch laut vor und wir kommen gleich zur Lösung und schauen uns das Ganze noch einmal an. Und was habt ihr euch laut vorgesagt? Stimmt es? Ja? Wir schauen. Die Antwort D ist richtig, ihr Lieben. Jawohl. Wir haben den Bus fast noch erwischt. Wir haben den Bus beinahe noch erwischt, aber er ist leider vor unserer Nase weggefahren. Wir sind etwas zu spät gekommen.
Deswegen lautet es hier in diesem Satz vom Sinn her fast noch erwischt. Wir setzen das Wort fast ein, da es hier beinahe gewesen wäre und wir hier nur knapp, ganz knapp zu spät gekommen sind, um den Bus noch schnell zu erreichen und dort hineinzuspringen. Und wir haben hier in diesem Satz ebenfalls noch nicht nur das Wort fast, sondern auch das Wort noch, welches eine, ich möchte sagen, gewisse Hoffnung impliziert, die wir zuvor hatten, dass wir diesen Bus noch hätten erreichen können, zur richtigen Zeit. Aber leider waren wir zu spät. Diese beiden Wörter in der Kombination sind hier richtig in diesen Satz integriert, so dass das Ganze auch sinngemäß genau das aussagt. Der Bus ist leider vor unserer Nase weggefahren, weil wir den noch fast bekommen hätten, aber leider zu spät waren. So sieht's aus. Nächste Frage kommt, ihr Lieben. Die nächste Frage ist ebenfalls ein Wort, welches wir immer wieder in der deutschen Sprache verwenden und Lernende denken, was ist das für ein Wort? Warum sagen die das? Und was kann ich damit tun? So, wir schauen uns das an. Die erste Aussage, die ich jetzt mache, 4 Möglichkeiten habt ihr gleich, eine ist nur richtig. Und die erste Aussage, die ich sage, das Wort auch, bedeutet die Antwort A. Es zeigt eine zeitliche Abfolge an. Na, ist das richtig? Eine zeitliche Abfolge. Oder Antwort B. Es dient der Addition oder Einschließung von Informationen. Antwort B. Oder ist es die Antwort C? Es drückt einen Widerspruch aus. Oder Antwort D haben wir ja auch noch. Es gibt eine Begründung an. Welches oder welche Antwort, eine ist nur richtig, bitte ihr Lieben, erklärt hier ganz hervorragend, wofür wir dieses kleine kurze Wort benötigen und auch sehr häufig benötigen. Und? Sagt es euch laut vor. Wenn ihr die Lösung wisst, laut vorsagen. Am besten, wenn ihr die deutsche Sprache lernt, in einem kompletten Satz, nicht nur den Buchstaben, sondern am besten die ganze Lösung, ja, den ganzen Lösungssatz. Das hilft euch, weil ihr dann genau mithört, wie sich die fremde Sprache mit eurer Stimme anhört und euer Gehirn das Ganze schön speichert und hinterher für richtig empfindet. Am Anfang mag das Gehirn das gar nicht so richtig für richtig empfinden. So, welche Antwort haben wir denn ausgesucht, ihr Lieben? Die Antwort, ich sag's euch, B ist richtig, B wie Bertha. Richtig so, ihr Lieben. Es dient der Addition oder Einschließung von Informationen. Ich kann in meinen Satz also mit diesem kleinen kurzen Wort einige Informationen hinzufügen, addieren. Das ist die Addition und ich kann auch noch mehr Dinge hinzufügen zu dem, was ich aussagen möchte. Das wäre eine Einschließung von mehreren oder weiteren Informationen. So ist richtig, ihr Lieben, ja? Die Antwort B war richtig. Und wir haben auch hier, dass man, habe ich euch gerade schon gesagt, glaube ich, das Wort auch, aber ich sag's nochmal, ja, kann man besser verstehen dann, signalisiert, dass eine weitere Person oder Eigenschaft ebenfalls zutrifft. Wenn ich mehrere Sachen benennen möchte, kann ich auch sagen, mit dem Wort auch, dass das noch bitte hinzugefügt wird und diese Information, Sache, Gegebenheit, aber hier bitte auch noch in den Satz integriert werden muss, damit das Ganze hier auch das ist, was ich aussagen möchte. So sieht's aus, ihr Lieben, ja? Hier steht's noch einmal, jawohl, es fügt weitere Möglichkeiten hinzu, sagte ich bereits. Und ein Synonymwort dafür wäre das Wort ebenfalls. Auch ist so viel oder bedeutet so viel wie das Wort ebenfalls. Ebenfalls füge ich hinzu oder auch noch möchte ich hinzufügen. Das wären jetzt ziemlich ähnliche Wörter und ja, die kann man variabel verwenden. Weiter geht's, liebe Leute. Nächste Aussage ist hier, welche Funktion hat das Wort trotzdem? Auch das hört ihr öfter bei deutschsprachigen Personen, dass wir das immer zu sagen, wenn wir etwas sagen möchten. Erste Antwort, was bedeutet es? Es leitet eine logische Folge ein. Trotzdem leitet eine logische Folge ein, Antwort A. Oder Antwort B, es verstärkt eine Adjektivbedeutung.
Ein Eigenschaftswort soll hier verstärkt werden mit dem Wort trotzdem. Das wäre Antwort B. Ist das richtig? Oder Antwort C, es drückt eine Konzession, also einen Gegengrund aus. Konzession ist ein Gegengrund im Satz. Es drückt eine Konzession, einen Gegengrund aus. Oder Antwort D, es fragt nach einem Grund. Was ist richtig? Ist nicht ganz einfach, denkt drüber nach und nachdem ihr das Video geschaut habt, wisst ihr etwas mehr als andere Leute. So ist es denn richtig, wir lernen so die deutsche Sprache und auch einige Bedeutungen von vielen Wörtern, die wir jeden Tag verwenden und die man gar nicht zu erklären wüsste. Deswegen mache ich diese Videos hier, ihr Lieben. Und Antwort, welche ist richtig? Na, habt ihr laut vorgesagt? Ja, laut gesagt ist immer richtig. Das Wort trotzdem ist die Antwort C, die Konzession. Natürlich der Gegengrund. Natürlich ist es so. Schaut mal, Antwort C ist richtig. Es drückt einen Gegengrund aus. Richtig so. Trotzdem leitet eine unerwartete Folge, hier steht es, oder ein Kontrast zum vorigen Aussage ein. Ja, das ist richtig so. Hier ist es richtig, das Wort trotzdem. Hier seht ihr es, wie es geschrieben steht. Und so ist es denn richtig. Es bedeutet, dass eine Aktion trotz Hindernisse und trotz eines Gegengrundes hier stattfindet. Ja, ich sage etwas und sage, aber trotzdem war es gut. Ja, die Feier war etwas laut, es waren zu wenig Leute da, trotzdem war es gut. Das ist dann der Gegengrund dazu. Mir hat es dennoch gefallen, die Feier, obwohl so wenig Leute da waren. Und das ist dann der Gegengrund. Es ist jetzt in dem Fall, bei meinem Beispielsatz mit der Feier, ist es natürlich kein Hindernis gewesen. Ich bin dann trotzdem geblieben. Ja, trotzdem geblieben, seht ihr das? Und es ist einfach nur ein Gegengrund. So, und hier haben wir wieder Synonyme dafür, die wir hier dennoch verwenden können. Und es ist auch genau das Wort, welches ich gerade auch gesagt habe. Dennoch geht genauso, als wenn ich trotzdem verwende, ja? Und hier kann man auch noch das Synonym ungeachtet dessen, kann man ebenfalls verwenden. Ihr seht das hier unten stets geschrieben. Ich schaue mal da auf den Monitor. Ja, genau. So kann man sehen, das sind die beiden Synonyme dafür, die man dennoch verwenden könnte. Einmal dennoch und ungeachtet dessen kann man auch sagen. Ungeachtet dessen möchte ich schon bald in das gehobene Deutsch hervorheben, da sich das wirklich sehr, sehr gut anhört und auch schon das Niveau von weit fortgeschrittenem Deutsch hier zeigt. So, weiter geht's zur nächsten Frage. So, jetzt haben wir noch ein ähnliches Wort, ja? Seht mal, was hier passiert. Wie unterscheidet sich, auch das sagen wir des Öfteren, nichtsdestotrotz von dem Wort trotzdem? Ja, so sprechen wir in der deutschen Sprache des Öfteren und nichtsdestotrotz sage ich auch schon mal ganz gerne. Und welches ist hier die richtige Antwortmöglichkeit, wenn ich so etwas sage? Antwort A. Es ist ein gehobenes Synonym für trotzdem. Genau, es gibt nämlich in der deutschen Sprache einige Bereiche, die wir als gehobenes Deutsch hier tatsächlich dann auch sprechen. Ja, die werden etwas seltener im Alltag gesprochen, das ist wohl wahr, aber wenn man etwas darauf achtet, dann kann man sich das Ganze ebenfalls schön antrainieren und ich persönlich finde es sehr, sehr schön gesprochen. Und das war die Antwort A. Die Antwort B, es hat eine völlig andere Bedeutung. Also nichtsdestotrotz hat eine andere Bedeutung, völlig andere Bedeutung als das Wort trotzdem. Das wäre die Antwort B. Jetzt haben wir die Antwort C. Es wird nur in der Umgangssprache verwendet. Ja? Oder die Antwort D. Es darf nur am Satzende stehen. Gibt's die Regelung? Ja? Okay, 10 Sekunden habt ihr. Sagt mir bitte, was das Richtige ist, damit ich euch gleich danach die Lösung präsentieren kann. Und wer sich das Video schon anschaut und schon einige Dinge hier richtig erledigt hat, also die Fragen beantworten konntet, ihr seid schon richtig gut. Ja, das ist toll. So, welche Antwort ist richtig? A, B, C oder D, ihr Lieben? Wir schauen uns das Ganze an. Und die Antwort A wie Anton ist richtig.
A wie Anton. Es ist ein gehobenes Synonym für das Wort trotzdem. Nichtsdestotrotz, so sieht es aus, das ist das Gehobene aus der gehobenen deutschen Sprache, ist es hier rausgenommen. Nicht viele reden so, aber ihr hört das schon mal ganz gerne, wenn ihr zum Beispiel ältere Personen reden hört, die einen höheren Bildungsgrad haben, da hört man das schon mal ganz gerne. Und deswegen habe ich das auch mal mit reingenommen, da ich das gerne euch auch erklären möchte, was das Wort eigentlich soll, wenn ihr das hört. Es könnte sein, dass ihr das mal bei Personen auf Ämtern hört oder bei Anwälten oder Notaren, da kann man das zum Beispiel gerne schon mal hören. Inhaltlich sind sie gleichwertig. Sie sind tatsächlich, ist genau das Gleiche, wenn ich sage, nichtsdestotrotz. Das ist genau das Gleiche, als wenn ich sagen würde, trotzdem habe ich es so gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich es so gemacht. Wahrhaft, ist variabel, nur das eine ist etwas förmlicher und etwas nachdrücklicher. Nichtsdestotrotz. Also etwas mit Nachdruck wird es so bitte durchgeführt. Nichtsdestotrotz ist die Aufgabe bitte so durchzuziehen oder zu erledigen. Trotzdem wäre dann etwas weniger. Genau. Und hier ist es noch, ihr seht ja, nichtsdestotrotz, ihr hört es ist ein deutlich längeres Wort, als wenn ich sage trotzdem. Aber es ist mit etwas mehr Nachdruck. Das kann man dann schon auf jeden Fall eher verwenden. Die nächste Frage, ihr Lieben, sehr schön. Nächste Frage ist, was ist das Gegenteil von leider in einem Satz? Antwort A, zum Glück. Antwort B, fast. Antwort C, vielleicht. Oder Antwort D, eigentlich. Was ist hier das Gegenteil des Wortes leider? Und 10 Sekunden habt ihr wieder, ihr kennt das Spiel mittlerweile. Und sagt's euch laut vor. Sagt's euch laut vor und ändert eure Meinung nicht, bis ich euch die Lösung gesagt habe. Und dann sehen wir, dass ihr schon sehr viel wisst und woran wir weiterhin noch arbeiten müssen. Wenn es dann mal nicht ganz richtig ist, grämt euch nicht, schreibt mir im Gegenteil in die Kommentare mal rein, welche Frage hier besonders schwer war oder welches Wort ihr nicht sofort benennen konntet, welche Bedeutung das Wort hat. Ja? Und jetzt haben wir, die Lösung ist die Antwort A. Leider, ich bedauere etwas. Und das Gegenteil, zum Glück haben wir den Bus noch bekommen. Das ist dann, wenn ich etwas hervorhebe, was mich wirklich, ich möchte mal sagen, nahezu glücklich macht, dann sage ich, zum Glück oder erfreulicherweise habe ich den Bus noch bekommen. Und das ist tatsächlich das positive Gegenstück zu dem Wort leider. Richtig so, ihr Lieben, wenn ihr das gewählt habt, richtig so. Leider ist das, ich möchte mal sagen, negative Wort, wenn ich sage, ich bedauere etwas und dann zum Glück, jawohl, erfreulicherweise hat es geklappt. Und die nächste Frage kommt, ihr Lieben, sehr schön. Nächste Frage, die wir haben, ist, was bedeutet das Wort fast in diesem Satz? Hatten wir schon mal, richtig? Aber wir haben hier einen anderen Satz. Ich habe das Ziel fast erreicht. Und jetzt kommen 4 Antwortmöglichkeiten und nur eine einzige stimmt, die das richtig hier benennt. Antwort A, mir fehlt nur noch ein kleines Stück bis zum Ziel. Antwort B, ich habe das Ziel schon vor langer Zeit erreicht. Ja? Oder Antwort C, ich werde das Ziel niemals erreichen. Oder ist es die Antwort D, ich habe das Ziel komplett erreicht und ich habe ein T vergessen. Das mache ich hier mit rein und ich schneide das jetzt nicht raus, ihr Lieben. Ihr seht, dass hier keine KI zu euch spricht. Ich bin auch ein Mensch. Und so sind Fehler, ich hoffe, nicht so schlimm und genehm. Und welche Frage ist hier bitte richtig, ihr Lieben? Wir schauen uns das mit 10 Sekunden Zeitticker. Habt ihr die Möglichkeit, was ich hier mit diesem Satz aussagen möchte? Ich habe das Ziel fast erreicht. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Nur eine Möglichkeit ist richtig. Laut vorgesagt? Gut. Weiter geht's, ihr Lieben.
Die Lösung ist die Antwort A. Jawohl, natürlich ist es richtig. Mir fehlt nur noch ein ganz kleines Stück bis zu meinem Ziel. Jawohl, genau so, das möchte es aussagen. Fast hatten wir eben schon mit dem Bus. Beinahe hätte ich den Bus bekommen, aber leider nein. So sieht's aus. Drückt einen Zustand aus, beinahe hätte ich. Hätte es denn geklappt, so rum wäre richtig, hätte es denn geklappt, fast hätte ich den Bus noch erreicht und hier fehlt mir nur noch ein kleines Stück, um mein Ziel zu komplettieren. Fast fertig, aber noch nicht ganz. Und so ist es, hier steht es genau, aber noch nicht ganz erreicht ist es. So sieht es aus, wenn ich das Wort fast verwende. So, sehr schön. Und die nächste Frage kommt. So, nochmal ein Wort, was wir in einer Tour in der deutschen Sprache verwenden, wo Lernende immer wieder denken, was will dieses Wort? Aber sie verwenden es immer wieder, keiner hat es mir erklärt, jetzt geht's los. Was gibt das Wort manchmal an? Warum sagen wir das? Und die erste Antwort wäre, dass etwas ausschließlich einmal geschah, einmalig. Und dann Nummer 2, also B, dass etwas nie passiert. Ist das die Erklärung für das Wort manchmal? Oder C, dass etwas immer und ohne Ausnahme geschieht? Ja. Oder wir haben hier Antwort D, eine Unregelmäßigkeit, die wir hier haben, unregelmäßige gelegentliche Häufigkeit. Was ist richtig? Was will das Wort manchmal sagen, wenn wir das verwenden? Denn das ist wichtig, dass wir wissen um die Bedeutung der Wörter, damit wir sie richtig in unseren Satzbau, in unsere Aussprache hier implantieren können. So sieht es richtig aus. Oder implementieren. Das ist dann auch gleich, also verwenden können. Möchte ich mal einfach Deutsch sagen. So ist richtig. Und? Antwort? Na? A, B, C oder D? Was denkt ihr? Manchmal sagen wir so häufig. Und? Na, jetzt kommt die Lösung. Natürlich, liebe Freunde. Ja, aber sicher. Antwort D war richtig. Antwort D, eine unregelmäßige, gelegentliche Häufigkeit. Man kann nicht sagen, wann es kommt, aber es kommt sicherlich, wenn wir einen Vorgang haben oder eine Gegebenheit, kommt die immer mal, aber man kann nicht genau sagen, wann die kommt, also nicht regelmäßig, sondern unregelmäßig. Und das ist hier die Unregelmäßigkeit und sie kommt gelegentlich. Man kann also wirklich nicht sagen, kommt sie wieder oder kommt sie nicht wieder. Das ist hier tatsächlich dann gelegentliche Häufigkeit, aber sie kommt definitiv wieder. Das ist dann manchmal. So sieht's aus. Und hier steht unten noch, habe ich mir noch beigeschrieben, es bedeutet von Zeit und Zeit und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit oder ab und zu kommt diese Gelegenheit oder diese Gegebenheit wieder und so ist es von Zeit zu Zeit, ist es immer mal wieder, genau, oder ab und zu. Das ist dann einfach, manchmal passiert es, aber ich kann nicht sagen wann, aber definitiv, es wird wieder passieren. Manchmal ist das so. Genauso sieht's aus, hier steht es, gelegentlich passiert es und ab und zu ist ebenfalls richtig. So, noch eine Frage, ihr Lieben. Sehr schön. Und jetzt noch ein Wort, woran auch viele Leute scheitern, die die deutsche Sprache lernen müssen und das ist ja auch nicht leicht. Unser Wort eigentlich, welches wir auch in einer Tour verwenden, eigentlich, ja? Okay. Und wir haben wieder 4 Möglichkeiten der Antwort, nur eine stimmt, die verlese ich euch jetzt. Was will uns das Wort eigentlich sagen, wenn wir das aussagen? Was ist dessen Bedeutung? Und Antwort A, es verstärkt ein Verbot. Wäre das richtig? Es verstärkt ein Verbot? Oder ist es die Antwort B, es dient dazu, ein neues Thema höflich einzuleiten und nachzuhaken? Ist es das? Oder ist es die Antwort C, es zeigt an, dass man die Antwort bereits kennt? Ja, mit eigentlich, okay. Oder ist es die Antwort D, es drückt Bedauern aus? Welche Antwort ist richtig, ihr Lieben? So, jetzt seid ihr wieder gefragt. 10 Sekunden haben wir wieder und ihr wisst es. Sagt euch die Antwort laut vor. Am besten den ganzen Satz,
damit ihr das Ganze hört und euer Gehirn das Ganze abspeichert, wie sich die deutsche oder die Fremdsprache jetzt in eurem Fall anhört und ihr das hinterher durch diese Wiederholung einfach spontan wieder ausgeben könnt und gar nicht wisst, warum, aber es funktioniert, weil das Gehirn das dann hinterher für richtig befindet. Deswegen sollte man sich so etwas laut durchlesen. Und die Antwort ist, die Antwort B ist richtig, ihr Lieben. B wie Bertha. So sieht das aus. Jawohl. Das Wort eigentlich, es dient dazu, ein neues Thema höflich einzuleiten und noch einmal nachzuhaken. Jawohl. Wie geht es dir eigentlich? So sieht es aus. Das können wir so zum Beispiel sehr, sehr gut nutzen, wenn ich sage, wie geht es dir eigentlich? So sieht es, ich hake einfach bei einem Thema höflich nach, ohne den anderen mehr oder weniger mit meiner Frage zu belästigen. Ich kann sogar in dem Augenblick ausprobieren, ob der andere mir überhaupt antworten möchte oder nicht. Das ist die Höflichkeit hier. Und dann auch noch nachzuhaken, wie es der anderen Person denn eigentlich geht. Genau. In Fragen wird eigentlich oft genutzt, um das Interesse, sagte ich gerade schon, oder an einer grundlegenden Information zu zeigen. Wie gesagt, wenn ich sage, wie geht es dir eigentlich, dann zeige ich erst einmal natürlich das Interesse an der anderen Person. Ich hake dem Problem freundlich nach und zeige, dass ich Interesse habe, wie es der Person halt geht. Genau, das ist hier dann eben das Interesse an einer grundlegenden Information der anderen Person gegenüber. Und die Höflichkeit ebenfalls, dass man antesten kann, will die Person mir das überhaupt sagen oder nicht. So sieht's aus. Eigentlich war das. Genau. Nächste Wort, welches wir haben, ist auch ein Wort, welches wir auch immer wieder sagen, wo ich auch schon gehört habe von Schülern, was soll das? Warum sagt ihr das? Was ist das? Und deswegen habe ich es ebenfalls mal mit reingenommen hier, das Wort. Und ihr wisst sicherlich, was dieses Wort ausdrücken möchte. Leider. Was heißt das? Antwort A. Dass eine Information besonders wichtig ist, wäre das hier die Antwort A richtig. Oder dass man eine Situation bedauert oder sie negativ findet. Oder Antwort C. Dass man über eine Situation froh ist. Oder die Antwort D. Einen Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Na, was ist richtig, ihr Lieben? Schaut mal, 10 Sekunden habt ihr wieder Zeit zum Überlegen. Sehr schön, meine Lieben. Und diese Wörter werden immer wieder gesagt. Und ich höre immer wieder von Schülern oder Lernenden, was heißt das? Warum sagt ihr das in einer Tour? Und man weiß so gar nicht, was soll das? Und hiermit helfe ich euch sehr gerne. Und welche Antwort habt ihr euch laut vorgesagt? Na, ich sage euch die Lösung. Ja? Die Lösung ist die Antwort B wie Bertha. Jawohl, so sieht's aus. B wie Bertha ist richtig, dass man eine Situation bedauert und sie negativ findet. Und jetzt kommt's wieder, wir haben leider den Bus verpasst. Wir bedauern, dass wir diesen Bus verpasst haben. Und von daher können wir auch sagen, dass uns das etwas negativ hier gerade anspricht, dass wir den Bus verpasst haben, ist auch negativ für uns. Und wir bedauern diese Situation dann. Wären wir etwas früher losgegangen, ja? Genau. Leider ist ein klassisches Wort, um Enttäuschungen und Bedauern, um einen Zustand hier auszudrücken. Jawohl, so ist es. Ganz genau exakt das sagt das Wort leider aus. Das sagen wir auch häufiger. So, nächste, ihr Lieben. Und habt ihr sehr schön gemacht, ihr Lieben. Ich bin wirklich begeistert, dass ihr so weit hier geschaut habt. Und es freut mich wirklich sehr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, unten, ganz wichtig. Welches Wort war für euch am schwersten? Habt ihr immer noch nicht richtig verstanden? Oder habt ihr selber noch eine Idee mit Wörtern oder die überhaupt Wörter beinhalten, mit denen ihr täglich konfrontiert werdet und ihr wisst überhaupt nicht, was soll das Wort, warum sagt sie das in einer Tour oder ihr wisst einfach nicht, was soll es bedeuten.
mache ich euch sehr gerne Videos drumherum um euer Problem. Oder wenn ihr andere Probleme der deutschen Sprache habt, wo ihr nicht weiter wisst, weil ihr jeden Tag lernt, aber es will einfach nicht hängen bleiben, dann helfe ich euch auch gerne mit Videos weiter. Und es macht mir sehr, sehr viel Vergnügen, für euch Videos zu gestalten. Daraufhin abonniert diesen Kanal am besten. Abonnieren ist nur speichern, es kostet nichts. Ja, abonnieren ist vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt. Das Wort, das ist für euch, die in Deutschland schon länger leben oder überhaupt die deutsche Sprache sprechen, hatten wir früher immer, abonniert eine Zeitung, so müsst ihr monatlich was bezahlen. Das ist hier bitte nicht, ja. Hier ist es einfach nur, den jeweiligen Kanal speichern, damit ihr von diesem Kanal immer wieder neue Videos anschauen könnt und euch so in der deutschen Sprache ganz schön verbessern könnt, ohne dass es was kostet. Ja? So, wir sehen uns morgen wieder. So denke ich, werde ich jetzt gleich noch ein Video für euch morgen machen. Jeden Tag versuche ich hier ein Video für euch zu machen. Ich arbeite natürlich auch, und das sage ich euch in aller Ehrlichkeit ebenfalls, dass ich von YouTube nicht leben kann und deswegen arbeite ich auch, deswegen kann ich nicht jeden Tag ein Video servieren, aber ich versuche es. Ja, ihr Lieben, macht's gut, wir sehen uns wieder, abonniert den Kanal, liked das Video, weil ein wenig Arbeit ist natürlich hier auch drin und hypt das Video, wenn es geht. Ich danke euch ganz, ganz lieb für euer Schauen des Videos und für eure tägliche Unterstützung, die ich hier bekomme. Dankeschön. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.